sind wir wieder in Farnsdorf. Und heute fahren wir nach Lieberetz. Und ich habe mir heute ein Thema ausgesucht, zu dem ich was sagen will. Es geht um die Wehrpflicht, weil ich meine, jetzt hier auf der Strecke, wie wir fahren, die Strecke sind wir schon ein paar Mal gefahren, zumindest diejenigen, die meinen Kanal öfter sehen. Und von der Strecke her, vom Fahren her gibt es jetzt nichts Neues zu sagen hier, aber weil ich dauernd in die Nachrichten und Dinge, in die Medien überall lese mit Wehrpflicht. Also ich selbst, ich habe ja meine Wehrdienstzeit geleistet. Das war Anfang der 90er Jahre. Da war der Kalte Krieg gerade vorbei. Und die Wehrpflicht galt aber noch. Theoretisch gilt sie heute auch noch. Die wurde nur 2011 ausgesetzt. Ne? Da wurde dann niemand mehr eingezogen, aber faktisch gilt sie immer noch. Aber gehen wir erst einmal zurück in meine Dienstzeit. Das waren damals 12 Monate und ich habe natürlich auch nicht Hurra geschrien, weil das war ja eine Unterbrechung des eigenen Lebensweges und es ist eine Pflicht, die man tun musste, obwohl man es eigentlich gar nicht machen wollte. Da hat man das natürlich nicht gern gemacht und was soll der Scheiß und so weiter, und vor allem dann, wo ja der Kalte Krieg schon vorbei war. Und da haben wir da auch gesagt, eigentlich könnte man es jetzt abschaffen, braucht ja niemand mehr, ne? Weil wir gedacht haben, jetzt bricht der ewige Frieden aus. Ne? Aber gut, anderes Thema, andere Sache. Und ja, ich habe es halt gemacht, weil der Zivildienst, der wäre ja noch länger. Zivildienst waren, glaube ich, damals 15 Monate und der Wehrdienst 12 Monate, also hätten wir noch 3 Monate länger. Außerdem war das auch nicht so mein Ding mit da im Krankenhaus rummachen. Man muss sagen, Respekt an alle, die es gemacht haben und die das durchgezogen haben, und das war eine wichtige Tätigkeit. Das hat man dann vor allem gesehen 2011, als das abgeschafft wurde und dann plötzlich keine Zivildienstleistenden mehr in den Krankenhäusern da waren. Da hat man erst gemerkt, wie wichtig die waren für das ganze System. Aber wie gesagt, ich wollte es halt nicht. Ich habe gesagt, ich ziehe mal meine 12 Monate Wehrdienst durch. Ja, und ich hatte auch noch eine andere Hoffnung, weil jetzt muss ich mal kurz von mir ein bisschen was erzählen von früher. Ich habe ja Automechaniker gelernt, ne? Und neben meiner Lehre habe ich mal noch mein Geld aufgebessert, weil als Mechanikerlehrling, da gab es nicht viel Geld. Und der Kumpel von mir, der hatte einen Vater, der hat in der Spedition LKW gefahren. Und dann habe ich den gefragt, ob die nicht ein bisschen Helfer suchen im Lager und so weiter, weil die Spedition, die hat auch ein Lager dabei gehabt. Dann habe ich mir nach Feierabend immer noch ein bisschen Geld dazu verdient. War da noch immer 2 Stunden da in der Spedition im Lager oder auch mal 3. Und da habe ich halt auch Kontakt gehabt zu den Fahrern und so weiter. Und da waren viele dabei, die da erzählt haben, dass sie ihren 2 Führerschein beim Bund gemacht haben. Ne? Und da habe ich mir gedacht, ja gut, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, vielleicht habe ich ja das Glück. Ne? Und da ich ja Automechaniker gelernt habe, war das ohnehin, hat es geheißen, du kommst bestimmt, wenn du zum Bund eingezogen wirst, entweder kommst du zu den Mechaniker in die Werkstatt oder als Kraftfahrer. Ne? Und in beiden Fällen kannst du da 2 Schein machen. Und weil ich eben den 2 haben wollte, da habe ich gesagt, okay, ziehe die 12 Monate Wehrdienst durch.
Ja, und ähm, das ging dann tatsächlich so, ich wurde zu den Kraftfahrern eingezogen, ne? Und als Militärkraftfahrer, da war es jetzt aber auch so, dass ich nicht allzu viel Stress hatte. Oh, wie ist denn der da reingekommen? Unfall. Ja, das muss erst passiert sein, weil es kommt hier die Feuerwehr dazu. Und Verletzte gab es anscheinend nicht, die stehen hier alle nebendran. Der ist hier irgendwie da von der Straße abgekommen und hat da so einen Posten mitgenommen. Ja, So. ja da rücken immer mehrere Fahrzeuge aus, weil wenn die da angerufen werden, dass da ein Unfall ist, die wissen ja nicht, was ist passiert. Ne? Und dann fahren die halt alle. Fahren die halt mit dem, was sie denken, was sie brauchen könnten. Ne? Aber wo ist die Polizei? Ja, die Bullen, das ist genau wie in Deutschland. Wenn sie brauchst, dann kommen sie nicht. Ne? Und ja, ich habe gesehen, ihr habt ja jetzt viel geschrieben schon. Alle Hallo. Das nichts schreiben. Erst einmal Hallo an die Kommentarschreiber. Ich kann jetzt natürlich nicht lesen, was er geschrieben hat, weil sonst lande ich auch noch im Graben. Ja, und jetzt hat mich dieser Unfall hier aus dem Konzept gebracht. Wo war ich denn eigentlich stehen geblieben? Ja, wie gesagt, ich habe also nicht wirklich Hurra geschrien, ich war nicht begeistert vom Wehrdienst, weil, ja, aber ich hatte halt zum einen, wie gesagt, ich will die 12 Monate durchziehen, weil wenn ich Glück habe, mache ich dann 2 Führerschein, ne, und das war ja auch das Glück. Und als Militärkraftfahrer, da hatte ich jetzt wirklich nicht so einen stressigen Dienst, ne? Anders als wie andere Kameraden, die da bei der Infanterie waren und dauernd marschieren mussten und im Treckroppen, wenn Übung war, während ich gemütlich im Lastwagen spazieren gefahren bin. Ne? Oder wenn ich nicht fahren musste, dann bin ich halt im Lastwagen gesessen und habe darauf gewartet, dass ich einen Fahrbefehl kriege. Ne? Oder wenn Kasernendienst war, dann habe ich halt den Lastwagen geputzt, alle Staukästen ausgeräumt und die ganzen Zusatzteile, die da noch dabei waren, wie Werkzeug und so weiter, alles geputzt und blitzeblank gemacht. Ne? Und sobald ich aber irgendwie Gelegenheit hatte, raus in der Übungsplatz, dann bin ich nicht um die Pfützen drumherum gefahren, sondern ich habe immer schaut, dass ich jede Pfütze mitnehme. Ne? Ja, hurra, da ist ein Schlammloch, Gas geben durch. Ne? Weil erstens mal hat es Spaß gemacht, wenn der Schlamm hochgespritzt hat, und zweitens mal hatte ich dann ja am nächsten Tag wieder Arbeit, den Lastwagen zu putzen, dann musste ich nicht irgendwie einen anderen Scheiß machen. Und ja, manchmal hat wie war mal auf dem Übungsplatz draußen und habe meinen Truck im Panzerloch versenkt. Dann ist der Bergepanzer gekommen und dann haben die Jungs ihren Bergepanzer auch erstmal noch im Schlamm versenkt. Dann mussten noch 2 andere Bergepanzer kommen, die den Bergepanzer rausgeschleppt haben und mich auch dazu. Ne? Und schon war der Tag rum und unseren Spaß hatten wir auch dabei. Also es war nicht immer nur langweilig beim Bund. Und jetzt so im Nachhinein muss ich aber auch sagen, mit dem Abstand von ein paar Jahren, es gab mal ein paar andere positive Sachen, die ich gelernt habe beim Bund, die mir weitergeholfen haben für mein späteres Leben. Zum Beispiel, ich war es ja noch gewöhnt vom Hotel Mama, dass ich alles gemacht gekriegt habe, also Wäsche waschen, Bett machen und so weiter und so fort. Und bei der Bundeswehr musste man das plötzlich alles selber machen, außer das Waschen. Dann die Kleidung hast du in die Wäschekammer gegeben zum Waschen. Aber du musstest zum Beispiel das Bett machen, und wer jetzt von euch schon auch gedient hat, der weiß das, welche strenge Regeln da galten, wie das Bett zu machen war. So strenge Regeln habe ich zwar dann später in meinem Junggesellenleben nie mehr eingehalten, aber es hat mir zumindest ein bisschen geholfen,
Ordnung zu lernen, ein bisschen selbstständiger zu werden. Und ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel das Lagersystem. Da gibt es zum Beispiel Schlüssel, Komma Maul, Komma metrisch, Komma 17 mm zum Beispiel. Ne? Und dann Schlüssel, Komma Ring und so weiter und so fort. Ne? Und man hat drüber gelacht, ne? Weil man das immer rückwärts aufgebaut hat. Aber man muss sagen, man hat ja damals noch mit Karteikarten zu tun. Und da war das System schon gar nicht mal so schlecht. Weil man hat dann zum Beispiel unter S gesucht für Schlüssel und da hat man alle Schlüssel und dann weitergesucht in der Unterabteilung Maul oder Ring, ja, gibt ja verschiedene Schlüssel und so dieses Lagersystem, das habe ich bis heute noch so. Auch wenn man es längst mit Computern macht, aber die Idee, die dahinter steckt, finde ich gut. Ne? Und ich habe auch noch fürs spätere Leben gelernt, man muss auch mal Sachen machen, auf die man keinen Bock hat. Aber welcher Jugendliche, welcher 19-Jährige, 20-Jährige hat schon Bock, seine Karriere zu unterbrechen, Militärdienst zu machen? Da hatten wir keinen Bock drauf. Ne? Und dieses ganze Befehl- und Gehorsamssystem, das liegt einfach am 19-Jährigen nicht. Ne? Und sich da einzufügen, das war ein wichtiger Punkt, weil später im Leben kriegst du ja gesagt, was du machen musst oder du musst mal Dinge in der Arbeit erledigen, die du eigentlich nicht gern machst, aber jemand muss sie machen. Man kann sich nicht immer nur die Rosinen rauspicken, ne? Und man ist ja nicht alleine da. Die Kameradschaft, ne? Man muss ja auf die Kameraden Rücksicht nehmen. Ne? Und wenn man Scheiße baut, werden die mitbestraft. Ne? Und dass man da eben auch vor allem Einzelkinder, für Einzelkinder ist es wichtig, die ja alleine aufgewachsen sind und denken, sie sind der Mittelpunkt der Welt, ne? Dass die mal bei der Bundeswehr eingebremst werden und lernen, dass sie erstens mal nicht der Mittelpunkt der Welt sind, zweitens mal noch auf andere Leute Rücksicht nehmen müssen und drittens mal auch Dinge tun müssen, von der sie selbst keinen Nutzen haben, die aber gemacht werden müssen. Ne? Und dies zu lernen, jetzt im Nachhinein sage, war das gut, dass ich meinen Wehrdienst gemacht habe. Und es wird auch niemandem schaden, auch wenn man natürlich das als 19-Jähriger anders sieht. Also damals hatte ich die Erkenntnis noch nicht. Damals war es halt einfach nur ein Scheiß, den man machen musste. Aber wie gesagt, als Militärkraftfahrer hatte ich erstens mal nicht so viel Stress und auch zwischendurch immer wieder mal ein bisschen Spaß dabei. Und damals, das war ja 90er Jahre noch, wie gesagt, der Kalte Krieg war vorbei. Auslandseinsätze gab es nicht, weil der Helmut Kohl, der hat das strikt abgelehnt, eben wegen der deutschen Geschichte. Ne? Und da hat man auch vertraut auf den, also ich habe ihm vertraut, da werde man nicht in irgendwelche militärischen Abenteuer geschickt, wir halten unsere Dienstzeit runter. Und angegriffen werden wir schon nicht, weil wie gesagt, der Kalte Krieg war vorbei. Auch mit Hilfs-Sheriff zumindest bei der Weltpolizei USA, ne? Gehört nicht ins Ausland geschickt. Die gehören nur in die eigene Landesverteidigung eingesetzt und nicht irgendwo anders. Und deshalb gibt es ja auch keine Wehrpflichtigen mehr, weil den Scheiß eben auch keiner machen will. Oder immer weniger Leute machen will, wollen sie jetzt die Wehrpflicht wieder einführen. Und weil sie offensichtlich sich auf einen neuen Krieg vorbereiten, aber also ich muss sagen, ich bin da skeptisch. Ich glaube nicht, wenn es wirklich darauf ankommt, dass die Amerikaner wirklich bereit werden, Washington für Berlin zu opfern. Ne? Da braucht man sich jetzt nicht Hoffnungen machen, ja, diesmal stehen die Amis auf unserer Seite. Nein, nein. Ich habe da kein Vertrauen drauf.
sind wir gerade mal 50 Meter weit. Sind wir hier auf meiner Lieblingsstrecke, also ich fahre die Strecke hier eigentlich gern. Aber da geht es halt jetzt über den Berg drüber und jetzt hängen wir in die Wolken drin, weil die Wolken, die hängen hier an dem Berg. Da haben wir jetzt hier Nebel. Ich kenne ja die Strecke einigermaßen, daher weiß ich, wann die Kurven kommen. Ich habe nur Angst, dass mir irgend so ein Dödel auf meiner Seite entgegenkommt, weil die fahren hier immer alle gerne ein bisschen riskant. Vor allem überholen sie immer in Kurven. Nach dem Motto, man sieht nichts, also kommt da nichts. Ne? Ja, für euch ist das jetzt ein bisschen weniger interessant, weil man ja so gut wie gar nichts sieht. Jetzt, naja, ich sehe sogar auf dem Telefon, seht ihr über die Kamera ja sogar mehr als ich, weil die Kamera irgendwie das noch rausfiltert, so einen Restlichtverstärker hat. Ne? Das haben meine Augen ja nicht. Ich muss das hier sehen, wie es ist.